knallharter Wahlkampf in Deutschland, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Harald Martenstein ist bei mir, Weltkolumnist zum Thema Wahlkampf in Deutschland. Morgen, willkommen hier bei Welt, Hallo, Herr Martenstein. Kanzler werden, Mensch bleiben. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen geschluchzt und auch jetzt geht mir das wirklich richtig nahe. Ihnen auch? Ja, es ist unfreiwillig komisch. Oder? Also wenn ich diese Plakate sehe, Bündniskanzler, Mensch bleiben, ja was denn sonst, bitteschön. Aber ich glaube, es ist aus Sicht der Grünen nicht ungeschickt, es so zu machen. Denn welche inhaltlichen Themen soll man denn in den Vordergrund schieben? Bitte sehr. Die wirtschaftspolitische Kompetenz des Wirtschaftsministers Habeck, von der haben viele keine gute Meinung. Das geht also schon mal nicht. Die alte Platte von der drohenden Klimakatastrophe, unmittelbar drohenden, kann man auch nicht so richtig auflegen, weil die meisten Leute heute andere, dringendere Sorgen haben, etwa die um ihren Arbeitsplatz, darüber, ob sie ihre Miete noch bezahlen können, ob die Straßen sicher sind und so weiter und so fort. Das hat das Thema Klima ja ein bisschen in den Hintergrund gedrängt, das Lieblingsthema der Grünen. Was soll man denn sonst nehmen? Das Thema Migration kann man auch nicht so richtig bespielen, weil man sonst ehrlich sagen müsste, dass die Grünen wollen, dass es mehr oder weniger so weitergeht wie bisher. Und das ist eine Botschaft, die die meisten Wählerinnen und Wähler auch nicht so gerne hören. Also was bleibt denn dann? Was bleibt denn dann? Es bleibt eigentlich die Person Habeck und deren Stärke ist ja, dass sie auch für viele Leute sympathisch wirkt. Er ist ein netter Kerl. Er ist ein netter Kerl. Ich habe ihn auch mal getroffen. Also das ist er auf jeden Fall. Und das ist das Kapital, mit dem man jetzt buchert. Gerade mal noch mal bezogen jetzt auf die Ampelkoalition, die ja schon seit längerem Geschichte ist. Aber wenn man da mal guckt, wie die Partner von gestern heute übereinander reden, hat man den Eindruck, das sind die Feinde von morgen. Geht es Ihnen auch so? Na, das ist Wahlkampf. Ja, ist sicher, es ist Wahlkampf, aber wir haben ja beide schon einige Wahlkämpfe erlebt und wissen, dass in Minute 1 nach der Schließung der Wahllokale der Ton sich plötzlich ändert und vieles Mögliche was vollkommen ausgeschlossen ist. Also das ist vielleicht eine Botschaft, die meine Generation den jüngeren Generationen vermitteln kann. Nehmt das nicht zu ernst, was im Wahlkampf gemacht wird. Es war immer die Union, die in der Vergangenheit mit dem Finger auf die Ampel gezeigt hat und gesagt hat, Freunde, das sind so viele soziale Wohltaten, so viele Geschenke, das kann keiner bezahlen. Wir müssen da irgendwie ran, Bürgergeld zum Beispiel. Das war ein Lieblingsthema von der CDU, CSU. Und jetzt kommt die CSU und glaubt, mit der Mütterrente, übrigens pro Jahr 4,5 Milliarden würde das kosten, ist noch nicht gegenfinanziert, aber man kann es ja mal in den Raum stellen, würde über Nacht Ihnen möglicherweise 10 Millionen Mütterstimmen bringen, die bisher nicht bedacht worden sind. Das steht in einer unseligen Tradition, das sehe ich genauso wie Sie, nämlich der Tradition der Wahlgeschenke. Jetzt, im Moment, in unserer Lage, ist das deswegen besonders fahrlässig, weil ja die deutsche Wirtschaft, wie wir alle wissen, auf der Kippe steht. Sie wird nach hinten durchgereicht. Unsere Wachstumsraten sind die schlechtesten im europäischen Umfeld. Also die Priorität Nummer 1 muss sein, die Wirtschaft dieses Landes von den Mühlsteinen zu befreien, die ihr in den letzten Jahren um den Hals gehängt worden sind. Bloß da fragt man sich doch, was haben eigentlich die Genossinnen und Genossen gemacht in den letzten 3 Jahren? Wir haben gestern ja die Wahlkampfslogans der SPD gehabt. Also da ist alles sicher. Die Rente ist sicher, die Jobs sind sicher und die Wirtschaft wird mit Sicherheit wachsen. Und da fragt man sich, weil man ja diese ganzen Probleme kannte, was haben die eigentlich gemacht die ganzen Jahre? Ja, das ist eine interessante Frage. Also Sie haben sich ja viel gestritten, das ist klar. Es gab ein Gezerre und Gezier, was mich übrigens dazu bringt, noch mal was zu dieser Habeck-Bündniskanzler-These zu vertreten, zu sagen. Also eine Regierung, die nur von dem Willen zusammengehalten wird, dass auf gar keinen Fall die AfD irgendwas zu sagen hat, die das als einziges und oberstes Staatsziel sieht, kann natürlich überhaupt nichts verändern, weil die Parteien wie 3 Pferde sind, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Dabei kommt nichts heraus. Also Koalitionen müssen schon über einen Vorrat an Gemeinsamkeiten verfügen, sonst geht's nicht. Harald Martenstein, Dankeschön.